Willkommen bei Camping News und Neuheiten auf womo.blog. Der Winter hat in diesem Jahr echt kein Ende genommen. Gefühlt war es ja auch in den letzten 4 Wochen einfach viel zu kalt. Aber seit Ostern sind wieder viele unterwegs. Als nächstes kommen Pfingsten, ja, und die Brückentage. Da seid ihr sicher auch unterwegs. Wo geht's denn hin? Schreibt uns das mal. Am besten per E-Mail oder unten in die Kommentare und schreibt uns auch, ob ihr vorgebucht habt oder gerade drauf losfahren wollt. Heute haben wir für euch wieder einige neue Geräte und Ideen, die euch das Camperleben versüßen werden. Als da wären nicht nur perfektes Internet im Van, sondern, und das ist einzigartig, auch noch kinderleicht einzurichten und zu bedienen. Mit diesem Bausatz verwandelst du deine Tedford-Toilette in eine Trenntoilette, ohne deine Badelandschaft zu verändern. Autoklau verhindern. Die richtige Technik macht den Unterschied. Eine Wegfahrsperre, die Diebe zuverlässig im Regen stehen lässt. Ihr wollt euren Van oder das Wohnmobil verkaufen ohne "Was ist letzter Preis?" und ohne hinterher über den Tisch gezogen zu werden und dazu noch zu einem fairen und reellen Preis und einer professionellen Abwicklung, ganz ohne Verpflichtung und ohne Kosten. Dann schaut euch unseren Beitrag zu caravanmarkt24.de an. Der WOMO Verlag hat nagelneue Bücher für euch. Jetzt könnt ihr den nächsten Roadtrip perfekt planen. Wir haben spannende Diskussionen. Besser starre oder flexible Solarplatten aufs Dach? Was ist besser? Warum OPD-GPS-Tracker keine gute Wahl sind und ja, dazu passend die Diskussion über OPD-Saver. Das leckere Camping-Kochbuch von Campern für Camper. Wir haben einen Tipp, um endlich mal wieder die Sterne zu sehen. Und zum Schluss, Vorsicht Falle, Maut Italien nachzahlen. Und daher gebt uns wieder ein Like, abonniert unseren WOMO-Blog und öffnet jetzt am besten parallel zum Film unsere Webseite. Dort findet ihr dann alle Links und weiterführende Informationen. Na klar, kommentiert wieder, was das Zeug hält, entweder hier oder auf WOMO-Blog. Und jetzt geht's los. Richtig gutes Internet, auch im Urlaub, auf Reisen oder wenn ihr den Van als Homeoffice benutzt. Vor ein paar Jahren war das eher etwas für Freaks. Heute will das doch fast jeder, der mit dem Camper unterwegs ist. Und das ist gar nicht so einfach. Vor 2 Jahren hatte ich mal mächtig gemeckert, da viele Hersteller uns Campern überholte Technik für teures Geld verkauften. Damals gab es Geräte, die gerade einmal Cat 4 Standard haben und Antennen, die heute schon wieder ausgetauscht gehören. Jetzt habe ich den Selfsat MWR 550 nebst Antenne hier. Der hat sogar Cat 20 und ich durfte ihn einige Wochen ausprobieren und will euch von meinen Erfahrungen erzählen. Der Selfsat MWR 550 kostet im Komplettpaket mit einer echten 5G-Antenne 899 € und da ist dann alles dabei, was man braucht. Einbauen, anschließen, einrichten, fertig. Und gerade das Einrichten war in der Vergangenheit bei vielen Mitbewerbern das größte Problem. Aber der Reihe nach. Erstmal ein paar Daten. Das Gerät hat Cat 20. Das sagt auch mir als Laie, das ist fortgeschrittene Technik. Im 5G-Netz ist es ebenfalls daheim, ist also zukunftssicher. Der Router ist ein Teltonika-Router. Die Antenne perfekt auf den Router abgestimmt. Das macht den Einbau einfacher. Jedes dieser Kabel hat hier seine Bestimmung. Ist genau bezeichnet. Jeder halbwegs handwerklich Begabte schafft das dann einzubauen. Man kann 2 unterschiedliche SIM-Karten einstecken. Praktisch im Ausland, wenn man dort eine Prepaid-Karte kauft. Läuft direkt mit 12 Volt. Die Antenne hat 5G, LTE und 4G. 4 Kabel, WLAN und GPS. Dazu gibt es noch eine kleine WLAN-Innenantenne. Verlängerungskabel gibt es genauso wie solche Metallplatten oder Halterungen, falls ihr das bei eurem Fahrzeug benötigt. Soweit erstmal nichts weltbewegend Neues, außer dass die Gerätschaften neuester Standard sind. Und davon könnt ihr bei den meisten anderen Campingherstellern nur träumen. Was das System einzigartig macht, ist dieser Router und Menschen bei Selfsat, die sich um die Bedienung Gedanken macht. Und das hier ist ein Teltonika-Router. Und in den verschiedensten Foren werden diese Geräte von Teltonika als das Nonplusultra empfohlen. Das sind eindeutig Industrieprodukte, also
eigentlich nichts für den Konsumermarkt, verbaut oft in technischen Anlagen, wo es um dauerhafte und fehlerfreie Funktionen unter widrigsten Umständen geht. Leider erzählt dann kaum einer, wie schwierig die Inbetriebnahme sein kann und welche Einstellungen die richtigen sind, um das beste Ergebnis zu bekommen. Die Teile sind halt absolut nicht selbsterklärend. Weswegen ich euch das erzähle? Ich pflege einen guten Kontakt zu Satco und Selfsat und schon im letzten Jahr hat mir einer der klugen Köpfe seine Idee mitgeteilt, ein Gerät zu entwickeln, das eine Top-Leistung mitbringt, eine Antenne, die genau auf dieses Gerät abgestimmt ist und noch viel wichtiger, es muss so einfach wie nur irgend möglich einzurichten sein. Und wenn es einmal läuft, braucht man sich nie mehr darum kümmern. Heute ist das Set mit dem Selfsat MDR 550 ausgereift und perfektioniert. Ich habe das Paket ausgepackt, die Antenne angeschlossen, die WLAN-Innenantenne noch und ja, Stecker in die Steckdose, die SIM-Karte eingelegt, Gerät gestartet. Der Scan-Code hier oben, den kann man mit seinem Smartphone abfotografieren und bekommt dann eine direkte Verbindung mit dem Gerät. Und man öffnet mit dem zweiten Code eine Internetseite zur Konfiguration. Auf dem Aufkleber stehen dann die Zugangsdaten. Wer jetzt die Anleitung auch durchliest, ist etwas intelligenter wie ich, denn man wird aufgefordert, den Namen des Netzwerks bzw. das Passwort und so weiter zu ändern. Habe ich natürlich ohne den Warnhinweis zu lesen gemacht und mich plötzlich gewundert, dass nichts mehr ging. Logisch, ich hatte den Namen des Netzwerks geändert, also muss ich mich natürlich auch neu in diesem Netzwerk anmelden. Also einfach Schritt für Schritt nach der Anleitung vorgehen. Nun kann ich über eine der zwei SIM-Karten surfen oder WLAN anzapfen. Mehr Punkte gibt es nicht. Vielleicht geht es euch auch wie mir. Ich will natürlich nun wissen, was macht das Teil? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Läuft denn überhaupt alles? Nö, gibt's nicht. Ich kann mich einloggen, die Verbindung auswählen, nach einem WLAN suchen und verbinden oder halt die SIM-Karte nutzen. Das war's. Und genau das ist das Geniale an dem System. Es läuft einfach. Natürlich habe ich es mit meinem anderen System verglichen. Wir waren im tiefsten Odenwald unterwegs und standen auf einem Bauernhof auf der Wiese weit von Michelstadt entfernt. Und die Leistungsdaten dieses neuen Geräts waren am gleichen Standort noch besser wie meine eigene Technik. Es lief einfach alles. TV, Computer, Download und sogar Upload war richtig schnell. Wir hatten sogar die letzte Zoom-Telefonkonferenz mit unserem Anwalt darüber auf der Schwäbischen Alb gemacht. Alles wieder heim. Hey, ihr da von Selfsat, ihr habt es wirklich geschafft. Einfacher geht's nicht. Einschalten, Passwort, Name des Netzwerks einstellen und der Rest macht das Gerät von alleine. Respekt. Gefällt mir außerordentlich gut und wird allen da draußen, die keine Lust haben, sich mit den Detaileinstellungen von Routern rumzuärgern, eine große Hilfe sein. Selfsat MDR 550 gibt es zum Beispiel bei Camping Wagner, verlinke ich euch, ebenso wie mögliches Zubehör und so weiter. Und wer eine Einbauanleitung für solche Antennen sucht, wird bei uns auf Womoblog ebenfalls fündig. Wir sitzen gerne mit wildfremden Leuten beim Camping zusammen und witzigerweise dauert es nie lange, bis wir auf das Thema Klo kommen. Trenntoilette wollen viele, aber meist wollen sie sich das vorhandene Bad nicht verändern. Und deswegen ist diese neueste TonyToy jetzt genau das Richtige für euch. TonyToy Open ist da, kostet 980 €. Damit bleibt eure alte Tedford 250, 260 oder die 220, 230 erhalten und sieht hinterher aus wie eure ganz normale Wassertoilette. Noch dazu könnt ihr jederzeit das System auch wieder rückbauen. Kann hier wichtig werden, wenn man mal sein Fahrzeug verkaufen will. Aber was viel wichtiger ist, damit verändert ihr eure Badelandschaft überhaupt nicht. Bei manchem Wohnmobil ist ja der Boden gestylt und die Toilette perfekt integriert. Da ist es unschön, wenn dann die Trenntoilette nicht mehr dazu passt. Mit der TonyToy ändert ihr das System grundlegend, jedoch nicht das Aussehen. Die Macher von TonyToy haben sich dabei wirklich wieder einiges einfallen lassen. Erstmal die Trennschüssel, die ist optimiert und man hat eine größere Öffnung hier unten drin, glatt, leicht zu reinigen und chemiebeständig. Wird einfach gegen die vorhandene Schüssel ausgetauscht. Dazu passend gibt es einen Feststoffeimer und einen Urinkanister. Beide sind ebenfalls neu konzipiert und noch größer. Passen exakt in die Serviceklappe der alten Toilette.
Fassung des Eimers, 8,5 Liter, kann man mit Tüte benutzen oder, wie wir es gerne haben, mit Rührwerk. Beides hat Vor- und Nachteile. Vorteil Rührwerk, ihr packt mehr Fäkalien in den Eimer, da sich kein Haufen bildet. Nachteil, der Eimer wird dreckig und muss irgendwann gereinigt werden. Das ist nicht jedermanns Sache. Jetzt könnte ich sagen, habt euch nicht so, aber ich habe Verständnis, wenn ihr deswegen einen Müllbeutel verwendet, denn ihr braucht den Eimer nur alle Woche leeren. Zumindest bei uns wird es so lange reichen, aber das kommt natürlich auf eure Häufchengröße an. Aber okay, lassen wir das mal. Der Urinkanister hat ebenfalls 8 Liter. Nadja und ich haben die Erfahrung gemacht, das kommen bei 2 Erwachsenen etwa 6 Liter pro Tag zusammen. Also einmal am Tag muss der Urinkanister geleert werden. Wirklich durchdacht ist die Form des Kanisters. Nicht nur, dass er hier unten noch einen Zusatzgriff hat, der Ausguss hier oben ist so optimiert, da bleibt nichts im Kanister zurück. Die Verschlusskappe hat zusätzlich ein Entlüftungsventil, so kann nichts überlaufen, und der Griff hier, der hat eine antibakterielle Beschichtung. Hintereinander in die Toilette gestellt, den Urinschlauch anstecken, dank Schnellverschluss geht das ganz sauber und ohne dass irgendetwas tropft. Und dieser Schlauch hier von Reha hat noch eine Besonderheit. Gerüche kommen nicht zurück in die Toilette. Noch ein großer Vorteil dieser Trenntoilette ist, dass man den Urin und die Fäkalien beim Leeren nicht durchs Wohnmobil trägt. Wie gewohnt entnimmt man alles hinten aus der Außenklappe des Vans oder Wohnmobils. Was gibt es noch zu erklären? Hier oben drauf sind schon Aussparungen für eine Sog angebracht, um die Absaugung auch hier nutzen zu können. Rührwerk, das ist optional. Kann man auch später noch nachträglich kaufen oder ja eben weglassen. Je nachdem, was man so vorhat. Immer wenn ihr den Urinkanister leert, kommt ihr hier hinten an die Kurbel dran und einfach ein paar Mal drehen. Das reicht schon. So verlängert ihr die Zeit bis zur nächsten Leerung. Tony-Toy Open ermöglicht es nun, eure gewohnte Toilette zu behalten und nur die Trenntoilette umzubauen. Und ja, Trenntoilette ist nichts für jeden von euch. Wenn ihr immer auf Stell- oder Campingplätze unterwegs seid, dann braucht ihr das nicht. Wer sich ärgert, dass die normalen Toiletten beim Ausleeren so stinken und die Gülle immer mal wieder überschwappt, wenn ihr gerne und lang alternativ unterwegs seid, dann solltet ihr euch die Tony-Toy und das Thema Trenntoilette einmal näher anschauen. Links zu Tony-Toy, zu unserem großen Trenntoiletten-Fazit und Erklärungsvideo, das findet ihr jetzt auf Womoblog. Autoklau. Wäre euch das Vermeiden des Diebstahls eures Vans oder Wohnmobils 400 € wert? Wusstet ihr, dass es 70 Sekunden dauert, bis euer Wohnmobil geklaut ist? 70 Sekunden! Zumindest sagt die Versicherungswirtschaft, dass wenn das Fahrzeug nicht nach 70 Sekunden geklaut werden konnte, die Diebe in der Regel aufgeben. 10 Sekunden für das Öffnen der Fahrertür, 10 Sekunden für den OPD-Stecker, einen speziellen Computer anschließen, die Fahrzeugdaten hacken, 10 Sekunden, um die Wegfahrsperre des Herstellers auszuschalten, 10 Sekunden für das Bauen eines Nachschlüssels. Starten und weg ist das Wohnmobil. Und das passiert jeden Tag. Die Foren und Facebook-Gruppen sind voll davon. Und dann kommen immer gleich welche und sagen, ich sichere mein Fahrzeug erst gar nicht ab, ist doch gut versichert, ansonsten machen die nur noch mehr kaputt. Den will ich erleben, der am 3. Tag seines Urlaubs das Fahrzeug geklaut bekommt. Nicht nur Fahrzeug weg, alle persönlichen Sachen, Notebook, Kamera, Fahrräder, Schmuck, Medikamente. Ist ja alles versichert. Wollen wir es hoffen? Meist ist es nicht so und der Ärger und die Lauferei sind endlos. Deswegen versuchen wir es dem Dieb so schwer wie möglich zu machen und statten das Fahrzeug auch gerne mit GPS-Geräten aus. GPS-Geräte verlinke ich euch mal wieder. Versteckt sie irgendwo. Wenn sie gefunden werden, ja, habt ihr Pech gehabt. Wenn sie nicht gefunden werden, habt ihr zumindest eine Chance. Wenn ihr kein GPS dabei habt, ist das von vornherein hoffnungslos. Noch besser hingegen ist die Technik, die ich in der letzten Woche auf Womoblog vorgestellt habe. Kostet inklusive Einbau in der einfachen Version 399 €, die große Version 449 €. Unbedingt Termin ausmachen und jetzt unseren kompletten Film dazu anschauen, damit dürftet ihr endgültig überzeugt sein. Das Ganze gibt es bei Reisemobiltechnik FWB Dresden. Die Kontaktdaten findet ihr jetzt auf Womoblog und unter dem Video. Natürlich auch den Link zu unserem kompletten Video über diese einzigartige Wegfahrsperre. Caravanmarkt24.de. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht.
Die meisten, die ihren Van oder Camper verkaufen wollen, gehen auf mobile.de oder auf eBay Kleinanzeigen. Da ich immer im Frühjahr meinen Statistikmarktbericht mache, der nächste kommt in 14 Tagen, habe ich im letzten Jahr mit vielen Menschen Kontakt gehabt, die ihr Wohnmobil verkauften. Und was die so erzählten, ist fast immer wortgleich. Der erste Tipp lautet dann immer: Gib auf keinen Fall deine echte Telefonnummer an. Du wirst erschlagen von der Menge der Anrufer und ja, hast Tag und Nacht keine ruhige Minute mehr. Am besten extra für den Verkauf eine Prepaid-Karte mit eigener Nummer nehmen. Und dann bekommst du nur Minuten, nachdem du das Fahrzeug eingestellt hast, Mails mit dem Tenor: Was ist der letzte Preis? Oder viel besser, manche melden sich und wollen ungesehen das Fahrzeug sofort kaufen. Ins Ausland, nach Übersee, die Gelder transferieren wollen und sofort deine Kontonummer haben möchten. Ja, das haben wir im Übrigen auch selbst schon so erlebt. Nichts davon war seriös. Es ist ein Spießrutenlauf mit ungewissem Ausgang. Dann gibt es viele Verkäufer, die haben beim Verkauf zu hoch gepokert und einen zu hohen Preis eingestellt. Damit ist das Fahrzeug erstmal verbrannt. Also wird das Angebot gelöscht und neu eingestellt und nicht wenige sitzen auch nach Wochen noch auf ihrem Fahrzeug. Ganz übel, darüber haben wir auch schon berichtet, sind dann die Kandidaten, mit denen man eigentlich schon handelseinig war, die einem dann kurz vor der Bezahlung über den Tisch ziehen, die angeblich Wasserschäden entdecken und den Preis dramatisch drücken. Das sind Profis und ihr seid der Karpfen im Haifischbecken. Aber es geht auch anders. Caravanmarkt24.de ist eine Plattform, auf der nur geprüfte Händler Zugang haben, denen ihr euer Fahrzeug zum Verkauf anbietet. Da sind also keine Fake-Shops oder Betrüger unterwegs, sondern seriöse Firmen, die für ihre Kunden Fahrzeuge suchen. Derzeit sind es über 200 echte Händler. Dazu gibt es ein standardisiertes System, das euch ermöglicht, euren Mindestverkaufspreis festzulegen, sodass ihr nicht Gefahr lauft, für einen ungewollten Preis oder unter Wert zu verkaufen. Das läuft dann in Form einer Auktion. Ihr stellt euer Fahrzeug auf die Plattform mit allen Daten, Bildern und Details, natürlich ehrlich. Dann haben die Händler 2 Tage Zeit und werden Online-Gebote für euer Fahrzeug abgeben. Ihr seid dabei die ganze Zeit anonym, die Händler kennen nur eure Fahrzeugdaten. Wird am Ende der Auktion euer Mindestverkaufswert erreicht oder sogar überschritten? Glückwunsch, ihr habt gerade euer Fahrzeug bestmöglich verkauft. Wird euer Mindestverkaufswert nicht erreicht, bekommt ihr wenigstens ein Höchstgebot für euer Fahrzeug. Zu diesem Preis könnt ihr dann verkaufen oder eben nicht, denn es gibt keine Verkaufsverpflichtung für euch. Und ihr habt dann sogar noch die Möglichkeit, mit dem Höchstbietenden in Verhandlungen zu treten und einen besseren Preis zu erzielen. Und das klappt dann auch in sehr, sehr vielen Fällen. Ihr habt also alle Möglichkeiten, riskiert aber nichts. Und das alles kostet euch noch nicht einmal etwas, denn nur wenn es tatsächlich zu einem Deal kommt, zahlt der Käufer eine Provision an den Plattformbetreiber. Ihr als Verkäufer habt keine Kosten. Außerdem werdet ihr telefonisch kompetent von Mitarbeitern von Caravanmarkt24.de betreut und haltet bei Bedarf Hilfestellung, um euer Fahrzeug bestmöglich zu verkaufen. Ziemlich clevere Sache, aber es kommt noch besser, denn Caravanmarkt24.de liefert dann auch noch die fertigen Kaufverträge und unterstützt euch. Kommt es zum Zuschlag bzw. Verkauf, vereinbart der Händler einen Übergabetermin, besichtigt das Fahrzeug, ja, und ihr bekommt sofort den Zuschlagspreis per Echtzeitüberweisung mit sofortigem Geldeingang auf euer Bankkonto. Bingo! Wenige Tage nachdem ihr euer Angebot eingestellt habt, ist die Geschichte erledigt. Ihr spart euch Zeit und Ärger und seid gut aufgehoben. Richtig überzeugt hat mich das Gespräch mit Oleg Rubinov, der mit seinem Geschäftspartner die Plattform erfolgreich vor Jahren gelauncht hat, und allein seit 2022 im Januar wurden schon 2000 Fahrzeuge erfolgreich abgewickelt. Oleg war 10 Jahre im Kfz-Handel tätig und hat sich auf die Fahne geschrieben, dass Transparenz beim Kauf für gute Preise sorgt. Am Ende muss natürlich jeder etwas davon haben. Der Verkäufer einen guten Preis und der Käufer ein Fahrzeug, das er seinen Kunden mit gutem Gewissen weiterverkaufen kann. Natürlich wird nicht immer der Mindestverkaufspreis erreicht, aber da ihr keine Verpflichtung habt, kennt ihr ab jetzt zumindest den fairen Wert eures Campers und könnt in die Verhandlung gehen oder anderswo euer Glück versuchen.
Wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, bevor ich es auf mobile.de versuchen würde, würde ich es erstmal auf caravanmarkt24.de anbieten. Links zu campingmarkt24.de findet ihr jetzt unten im Text oder auf Womoblog. Dort haben wir auch Links zu echten Video-Erfahrungsberichten von Menschen, die über diese Plattform verkauft haben. Schaut euch die mal in Ruhe an. Ach, und erzählt es euren Freunden und Bekannten, die gerade vielleicht ein Fahrzeug verkaufen wollen. Der Womo Verlag hat nicht nur ein neues Outfit, man merkt auch, dass sich der Verlag gerade richtig verjüngt. Die Bücher entwickeln sich weiter und so freut es uns auch, die allerneuesten Bände hier vorstellen zu können. Aber das sind jetzt nicht nur aktualisierte Ausgaben, sondern meist komplett neu geschriebene Bände. Da werden Parkplätze, Stell- und Campingplätze tatsächlich alle abgefahren, Sehenswürdigkeiten begutachtet und aktualisiert. Neue Highlights in der Nähe entdeckt, ganze Routen geändert, weil es schönere gibt. Die Autoren machen sich damit wirklich viel Arbeit und das dazugehörende Forum vom Womo Verlag hat dann immer auch die allerneuesten Informationen bis hin zu kurzfristigen Platzsperrungen oder wenn ein Gasthaus den Besitzer gewechselt hat. Also unbedingt auch da einmal hineinschauen, wenn ihr auf einer Tour seid. Wir haben für euch Neuauflagen sind Griechenland, Venetien, französische Alpen, vollständig überarbeitet, Umbrien, Island, neu überarbeitet, genauso wie Toskana und Elba. Ligurien, da waren wir vor einem Jahr und ihr kennt vielleicht unseren Bericht über Cinque Terre. Dank Rolf Geuss haben wir einige unvergessene Wanderungen, tolle Stellplätze und Restaurants für uns entdeckt. In diesem überarbeiteten Buch konnte ich dann mal direkt vergleichen und ja, einiges ist neu und natürlich sind die Preise überarbeitet, aber auch gesperrte Plätze wurden gegen neue ausgetauscht. Ganz neu hingegen ist das Tal de Loire und Paris. Annette Chaladet und Franz-Peter Tschauner haben nicht etwa das alte gleichnamige Buch überarbeitet, sondern es komplett neu geschrieben. Neue Routen, neue Sehenswürdigkeiten, einfach alles. Und das hat sich gelohnt. Wir waren schon im vergangenen Jahr an der Loire und hatten dank des guten Kontakts zu den Autoren schon viele Tipps und Ratschläge beherzigt. Ich konnte ein Bild in diesen Band hineinschmuggeln. Seite 204, 205 ist von unserer Reise. Wo wir unbedingt mal hin müssen, ist Zentralspanien. Auch dieses Buch ist völlig neu und Ulrike und Frank Staub nehmen uns mit auf eine Reise Valencia, Alicante, Murcia, Kastilien, La Mancha, ja bis Pamplona. Großartige Namen und Touren, die für mehr als einen Urlaub reichen. Überhaupt ist allen Büchern aus dem Womo Verlag anzusehen, dass ein neuer Wind herrscht. Die Cover zeigen es schon, mehr Bilder, attraktivere Bilder und ganz viele Stell- und Übernachtungsplätze jenseits der großen Campingplätze. Gefällt uns ausgesprochen gut. Katja Eisenschmidt bringt hier frischen Wind hinein. Alle Bücher verlinke ich euch wie gewohnt auf Womoblog. Flexible oder starre Solarzellen aufs Dach. Vor Jahren kamen die flexiblen Module auf und der Hype war richtig groß. Mittlerweile gibt es Ernüchterungen. Werden die flexiblen Module nicht zu heiß und erzeugen dann weniger Strom? Gehen sie schneller deswegen kaputt? Im Reisemobilforum wird nicht nur diskutiert, der bekannte Elektro- und Technikguru Redi hat auch gemessen und gerechnet. Das Thema ist nicht abschließend besprochen, deswegen will ich nicht meine eigene Meinung dazu kundtun, aber schaut doch mal rein und lest und diskutiert mit. Das große Camper-Kochbuch. Ich blende euch das jetzt mal ein. Wir haben es schon und es ist außergewöhnlich. Kostet gerade mal 7,49 €, gibt als PDF oder auch als E-Book für E-Book-Reader. Das hat den Vorteil, dass es nichts wiegt. 229 Seiten geballte Kochkunst optimiert fürs Camping. Die Autoren sind nämlich eine ganze Facebook-Gruppe und schreiben mir, bitte unbedingt erwähnen, das Kochbuch ist ein Alleinstellungsmerkmal, denn alle Rezepte stammen von Campern für Camper aus der Facebook-Gruppe Leckeres Campingessen. Ah ja, das Kochbuch als PDF ist jetzt überall erhältlich. Gut gefällt mir dabei, dass auch jetzt was für Vegetarier und Veganer dabei ist. Und viel wichtiger, man muss nicht der große Fernsehkoch sein, um damit etwas Leckeres auf den Campingtisch zu zaubern. Noch dazu kann man das Buch auf jedem Handy, auf jedem E-Book-Reader dabei haben. Gerade beim Einkaufen ist das dann eine große Hilfe. Die Gruppe Leckeres Campingessen solltet ihr euch unbedingt mal anschauen und das Buch verlinke ich euch wie gewohnt. GPS-Tracker. Ja, es gibt
GPS-Tracker, die in den OPD-Anschluss eingesteckt werden. Das ist dieser Anschluss, an dem deine Werkstatt einen Diagnose- oder Prüfcomputer anschließt und deine Motordaten und so weiter ausliest. Jetzt gibt es in verschiedenen Foren den Vorschlag, sich einen GPS-Tracker dort einzustecken. Der läuft dann mit der Startbatterie und braucht nicht geladen werden und so weiter. Habe ich auch, aber von einer Firma, mit der ich das als Fahrtenbuch teste. Echt nett, hat aber nur ein Problem. Ihr habt ja vorhin schon gehört, die Diebe und Einbrecher schauen zuerst mal nach dem OPD-Stecker. Tja, und dann finden sie natürlich auch euer tolles GPS. Ade, liebes GPS. Also besser ein richtiges GPS kaufen, ein autarkes, dann hat man alle 2 bis 3 Monate das Gerät halt zu laden. Dann versteckt ihr es irgendwo im Wohnmobil. Und genau zu diesem Thema passt dann auch die Diskussion im Reisemobiltreff. Wie sichere ich eigentlich so einen OPD-Stecker? Denn eins ist klar, kommt der Dieb nicht an den OPD-Stecker, hat er es deutlich schwerer, euer Fahrzeug zu klauen. Deswegen gibt es alle möglichen Ideen, was man mit dem OPD-Stecker so alles anfangen kann. Von Verlegen, also vom gewohnten Platz weg zu irgendeiner anderen Stelle, bis hin zu Schlössern und Spezialschrauben. Mitlesen, mitdiskutieren, Link zum Foren findet ihr jetzt unten oder auf Womoblog. Unsere 3 GPS-Tracker verlinke ich euch auch. Gerade hatte ich sehr gute Erfahrungen mit der PAJ-Hotline, aber davon werde ich ein anderes Mal erzählen. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal den Sternenhimmel gesehen? Das ist bei uns in Deutschland ja in vielen Teilen Europas gar nicht mehr so einfach. Und das liegt an der Lichtverschmutzung. Solche Bilder wie das hier aus unserem Ligurienurlaub sind deswegen nur noch selten zu machen. Wer aber gerne die Sterne fotografieren will, der sollte wissen, wo das am besten möglich ist. Und für diejenigen gibt es diese Karte. Den Link dazu findet ihr jetzt unten im Text oder auf womo.blog. Das ist schon beeindruckend oder eher erschütternd, je nachdem, wie man das sieht. Holland, Belgien, da braucht ihr es gar nicht versuchen. Und bei uns im Rhein-Main-Gebiet hier sieht man auch nichts. Aber es gibt genügend Ecken, wo es nachts noch richtig dunkel ist und europaweit allemal. Zuletzt haben wir das Spektakel in Frankreich genossen, in der Haute-Provence war es nachts stockdunkel. Da lohnt es sich mal in der Nacht nach draußen zu gehen und vor Ehrfurcht zu erstarren. Europa ist ein gutes Stichwort. Viele von euch fahren in den nächsten Monaten nach Italien und einige wird es wieder erwischen. Auf der Autobahn ist die Schranke offen und ihr fahrt einfach durch, unwissend. Oder ihr hofft, so die Maut sparen zu können. Oder noch schlimmer, ihr fahrt auf einer Strecke, wo es gar keine Mautstation gibt und denkt euch nichts dabei. Und ein paar Wochen später bekommt ihr eine Rechnung und nicht wenige Tage danach eine noch viel höhere. Alles schon da gewesen, hat uns auch mal erwischt. Im Reisemobilforum findet ihr Aufklärung. Wo sind diese Strecken und was ist dann zu tun? Dazu Links zu Internetseiten. Dort könnt ihr eure Strecke planen und auch bezahlen, bevor es teuer wird. Verlinke ich euch wie gewohnt. Und denkt in Italien an die Originaltafeln, also diese Tafeln hinten am Fahrradträger zum Beispiel. Nur mit den Originalen bekommt ihr keinen Strafzettel. Unseren Artikel dazu findet ihr jetzt auch bei den Links. Jetzt bleibt uns nur Danke zu sagen. Danke fürs Zuschauen und danke, dass ihr uns so oft schreibt, uns folgt und unterstützt. Jetzt haut in die Tasten und kommentiert hier unter dem Video oder mir noch lieber direkt auf Womoblog oder schreibt uns eine Mail. Jetzt kommt die Reisezeit und ich hoffe, dass ihr alle tolle Ferien macht, nette Menschen kennenlernt und viel erlebt. Kommt am Ende gut wieder nach Hause und schreibt uns doch mal, wo ihr wart und was ihr erlebt habt. Ach, und falls ihr wieder ein Gadget findet, das euch gut gefällt, dann bitte informiert uns. Gute Reise und bis zum nächsten Mal. Eine Wegsparsperre, die Diebe zuverlässig im Regen stehen lässt. Nee, es war eine Wegfahrsperre. Nochmal. Eine Wegfallsperre. Nein. Wie heißt das? Wegplatzsperre? Nein. Talsperre? Mensch! Konzentrier dich mal. Ihr wollt ein Van oder ein Wohnmobil verkaufen ohne, was ist der letzte Preis? Und ohne hinterher über den Tisch gezogen werden. Nee, das kannst du so nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Ihr wollt euren Van oder das Wohnmobil lesen. Ihr wollt euer Wohnmobil loswerden ohne letzter Preis? Nein!
Ihr wollt euer Wohnmobil loswerden, ohne dass jemand fragt, letzter Preis? Ich will überhaupt nicht loswerden. Du willst gut verkaufen, ohne dass das jemand mit dir rumärgert und dich zulabert und richtige Sätze bildet. Hey, da bin ich heute gerade Richtige. Ihr wollt euren Van oder das Wohnmobil zum besten Preis verkaufen? Hör darauf, Mann. Ihr wollt euer Wohnmobil oder euren Van zum besten Preis verkaufen? Dann habe ich heute was für euch. Ja.